Naja, die konnten einfach nicht mehr essen und mit ein bisschen Gefühl wollten die Amerikaner nun die wieder ans Essen gewöhnen. Und da sollten die also mit der Schluck Milch am Tage so langsam hochgefüttert werden. Ja, Herr Franke, Sie waren 1945 11 Jahre alt. Wie haben Sie im Dorf und überhaupt als Kind die letzten Tage des Krieges erlebt? Und haben Sie überhaupt etwas von Buchenwald wahrgenommen? War Buchenwald für Sie hier in Liebstedt ein Begriff? Also der Begriff Buchenwald spielte keine Rolle, weil wir nicht, das war im Sprachgebrauch nicht vorhanden. Das Einzige, was wir also mit Buchenwald dann zu tun haben, war der Todesmarsch. Die SS versuchte, den Buchenwald zu räumen, um den Amerikanern die Tatsachen zu entziehen. Dort ist Schlimmes passiert. Und da waren Hunderte und Tausende Häftlinge unterwegs und auch bei uns hier in Liebstedt. Und in der Nacht, die Häftlinge waren ja Haut und Knochen, die konnten ja ein paar Kilometer, dann war die Kraft weg. Und die lagen in der Nacht auf der Straße, um mal ein bisschen sich auszuruhen. So, das war eigentlich so ungefähr alles, was wir vom Buchenwald wussten. Das ganze Waldstück war abgesperrt, rundum, von Hödelstedt bis nach Kleinobering. Wir waren also an Straßenstandposten und in Laufposten im Walde, sodass also überhaupt niemand in die Lage kam, näher zu rücken. Haben Sie das als Kind, man darf ja nicht vergessen, Sie waren 11 Jahre, das erzählt bekommen oder haben Sie das wirklich gesehen? Nee, das, was ich jetzt gesagt habe, das wusste ich von meinem Vater, der, also wenn er nach Weimar gemusst hat mit den Pferden dort die Straße entlang gefahren, hat die Leute dort gesehen. Ja. Wir als Kinder, wir sind eigentlich aus dem Gehöft überhaupt nicht rausgekommen, denn sobald wir irgendwo waren, da waren die amerikanischen Tiefflieger so straff, die schossen alles weg, was in der Gegend war. Im Pfiffelbach, da Erhard, da war auf dem Feld. Und dann haben sie das Pferd erschossen und ihn haben sie zum Glück nicht erwischt, weil der in sein Rohr eingekrochen war. Aber wir hatten also als Kinder überhaupt keine Information über nichts, weil wir nicht raus durften. Haben Sie sich zu Hause zum Beispiel mit Ihrem Vater, mit Ihren Eltern unterhalten? Bruchstückweise in der Gespräche immer mal, das haben wir uns dann so zusammengereimt. Das waren keine Themen, über die man gesprochen hat, weil niemand so richtig weiß, was man sagen darf und was besser ist, dass man es lässt. Und wie gesagt, mein Vater, der war, naja, wie kann man das denn sagen, Menschen zugetan. Also es war ihm fremd, irgendwie gegen irgendjemanden was Böses anzustellen. Und deshalb, wir hatten auch kein Radio. In der Zeit gab es die sogenannte Goebbels-Schnauze, das war ein kleines Radio, Volksradio, kein Volkswagen, sondern Volksradio. Und das wurde hauptsächlich ausgeliefert, damit die Leute die Reden von Goebbels hören konnten. Und mein Vater kommt nicht ins Haus, machen wir nicht, wollen wir gar nicht wissen. Er war also schon überzeugt, dass das nicht gut war, was Goebbels da, aber das war ja ohne Einfluss, er konnte ja nicht irgendwo eingreifen, das konnte überhaupt niemand eingreifen. Erzählen Sie uns vielleicht ein bisschen was von Ihrem Vater. Was hat Ihr Vater gearbeitet, was hat er gemacht? Wie war das Familienleben bei Ihnen? Ja. Was haben Sie so für Gespräche mit Ihrem Vater geführt? Worüber gab es auch politische Gespräche oder hat Ihr Vater sich auch politisch irgendwie geäußert? Unsere Familie war ein wenig gehandicapt. Ja, das, wie soll ich sagen, er stammte aus Leutenthal.
Er hatte noch mehrere Geschwister. Und, nee, das war verkehrt. Sein Vater stammte aus Lötental und der hatte mehrere Geschwister. Und das ist praktisch mein Großvater. Und mein Vater war der leibliche Sohn dieses Mannes, wurde aber, weil seine Schwester, der Großvaters Schwester, hier in Liebstedt keine Kinder hatte, und da wurde mein Vater verschachert als Adoptivkind hier nach Liebstedt zu seiner Tante. Und dort war das so, wie das früher wahrscheinlich überall war, die Alten hatten das Sagen, die Jungen hatten zu kuschen. Sodass also, mal angenommen, wo es möglich gewesen wäre, beim Mittagessen oder so, Stillschweigen herrschte. Wurde über nichts gesprochen, was eventuell in diese Richtung gegangen wäre. Und er hat sich schon manchmal mit uns über solche Dinge unterhalten, aber über Buchenwald überhaupt nicht, weil er genau nicht mehr wusste als alle anderen auch. Ihr Vater hat Holz geholt, dort im Forst. Und da ist er praktisch, hat man ihm erzählt, was dort sein soll. Aber von den ganzen Gebäuden oder allem, was dorthin hätte kommen sollen, noch nichts gewesen. Das war also praktisch eine rote Fläche. Das war, als das KZ Buchenwald noch nicht stand. Ja. Er ist dort gewesen, hat Holz eingeschlagen, Holz geholt, Holz gekauft. Holz geholt, ne? Und hat sich dort mit Leuten unterhalten. Und was haben die ihm gesagt? Dass hier ein Gefängnis gebaut wird, wo Schwerverbrecher sind und damit nicht die Bevölkerung beunruhigt wird, wird es so weit weg, dass die Leute eine gewisse Sicherheit gespürt haben. Das stimmte alles gar nicht, aber so wurde das deklariert. Im Buchenwald gab es Produktionsstätten von der V1. Und das war ein Zweigwerk vom Weimarer Werk. Weimarer Werk war ein Begriff in Weimar. Und die machten also dann Teile für die V1. Die wissen, was V1 ist. Ja. Und die Amerikaner wussten das inzwischen auch, die Produktionsstätten, und wollten das zerstören. Und das war aber praktisch wie ein bisschen eine Senke, die hohen Bäume rechts und links. Und da war mit den handelsüblichen Bombern, wo sie Dresden und so weiter bombardiert, war dort nicht Einsatzmöglichkeit. Und da organisierten die Engländer und Amerikaner eine Truppe mit Jäger, also leichte Flugzeuge. Und die waren ganz primitiv mit einer Bombe. Und die fuhren also jetzt über die Wipfel, tauchten ab, warfen die Bombe und über die Wipfel, waren wieder weg. Jedenfalls kam ein Anruf, alle Männer müssen jetzt in Ettersberg, dort sind Häftlinge ausgebrochen. Naja, eine Gegenwehr gab es nicht, die mussten halt dorthin. Und als dann in der Nacht mein Vater wiederkam, na, was war denn nun? Ich habe niemanden gesehen und die anderen auch nicht. Und im Gespräch ist gesagt worden, die Häftlinge, die dort gearbeitet haben, haben sich erst einmal in Sicherheit gebracht hinter einem Baum, damit sie die Splitter und abgehauen ist da niemand. Die wussten ja ganz genau, die hätten die Hunde losgelassen. Und, ja? So, das also, mein Vater wusste immer noch, dass es Schwerverbrecher waren, dass die plötzlich Häftlinge hießen. Er wusste was, warum.
1945, wo die Amerikaner am 11. April hier einrückten. Die hatten die gute Absicht, die noch lebenden Häftlinge wieder auf die Beine zu stellen. Die hatten jetzt Essen verlernt. Die sind 1944 mit LKWs hier vorgefahren und haben beim Bauern Rübenblätter geladen. Und da hat jemand gesagt, was wollten ihr damit machen? Ja, wir haben da auch Kühe, die wollen ja was fressen. Und der Hintern hat gesagt, das sind die Insassen, die Kühe. Und da haben sie 1944 schon Rübenblätter zu essen bekommen, weil gar nicht anders mehr da war. So, und jetzt kam 1945, der 11. April, die Amerikaner marschierten hier ein und es waren noch Kriegshandlungen hier, es sind mehrere Gebäude abgebrannt auch im Dorf. Und dann haben sich die Amerikaner, sie waren mehr oder weniger verpflichtet, nun ja, die Verwaltungen in irgendeiner Form wieder aufzubauen. Und da wurde zuerst der Bürgermeister gesucht. Und keiner wollte das machen, weil die Leute wussten ja nicht, was auf sie zukam. Ja, jedenfalls, warum auch immer, wurde mein Vater Bürgermeister von den Amerikanern ausgesucht. Du machst das jetzt. So, na gut. Mein Vater hatte aber selber eine Landwirtschaft und hatte eigentlich für diese Tätigkeit gar nicht genügend Zeit. Aber das, naja, na gut, na schön. Und jetzt musste er natürlich mit der neuen Aufgabe was immer vertraut gemacht werden. Da setzte der Zug der Aussiedler und Obdachlosen ein. Und er war nun Bürgermeister und die Leute kamen, nur was sollten werden? Wir verhungern, wir haben nichts zu essen, wir haben keinen Dach. Und er hatte jeden Tag, wie es gerade möglich war, meist so und so 25 Leute, kommt rein, hat einen großen Kessel mit Kartoffeln gekocht, dass die, wenn sie mal was zu essen hatten, die Stube ein paar Bündel Stroh rein und dann haben die geschlafen. Am nächsten Tag zogen die weiter. Die wussten ja nicht, wohin. Da, wo sie herkamen, durften sie nicht, und da, wo sie hin sollten, wussten sie nicht, wo das überhaupt ist. Naja, mein Vater versuchte jedenfalls das Beste daraus zu machen, als Menschenfreundlichkeit, nicht politisch oder irgendwas. Weil man es einfach auf dem Dorf so gewöhnt war, dass einer für den anderen auch da gewesen ist. Naja, jedenfalls ging nun zum Bürgermeister. Die Amerikaner, wir müssen jetzt da oben im Buchenwald versuchen, noch ein paar Leute zu retten. Was wussten wir, was da zu retten ist oder was da für Verhältnisse, wussten gar nichts. Ja, und mein Vater hatte einen Traktor und die besorgten einen Hänger. Und da wurde nun, das Kontingent kann ich nicht mehr sagen, wie das war, jedenfalls Milchkannen. Genau dieselbe Form, die jetzt auf der Domtreppe steht in Erfurt. Für den Festspielen? Bloß in kleinerer Form. 40 Liter waren sie. So. Nun wurde aufgeladen am Morgen früh, fahrt er dorthin, abends. So. Und das erste Mal ist mein Vater alleine gefahren. Und als er dann hat er gar nichts erzählt. Als er dann wiederkam. Da hat er dann praktisch auch das erste Mal das wirklich dort gesehen? Das gesehen, okay, was er nicht sehen durfte eigentlich. Ja, was er, okay. Ja. Hat sich also selber dann diesen Eindruck verschafft. So. Und jetzt hat er gesagt, ihr müsst das sehen, was da gemacht worden ist. So. Ja. Was wussten wir von der Grausamkeit? Wir wussten da gar nichts. Das war mehr Neugierde, dass wir da mit wollten oder mit durften. Na gut. Jetzt wurden wir losgefahren. Die Buchenwaldstraße, die gab es damals schon. Und wo die einschwenkt ins Lager, da war das Lagertor.
Und dort wurden uns Militärpolizisten, Amerikaner, auf den Hänger verladen, 5 bis 6 mit entsicherten Gewehren. Und da wusste man immer noch nicht, warum, wo geht es überhaupt hin, warum das alles. Gell? So, und innerhalb des Geländes waren 5 oder 6 Stellen eingerichtet, die als Küche gedient haben. Es waren die Tausende von Menschen da. Gell? So, und wir mussten uns melden, da unten, wo es später die Tankstelle war, das nannte die Fahrbereitschaft. Dort mussten wir uns melden und da war ein gewisser Herr Krause aus Erfurt. Und das war also nachher später für mich interessant. Da hat nie ein Wort verloren darüber, was er erlebt hat, wie es mit ihm umgegangen ist, warum er ausgerechnet jetzt noch lebte. Das ja, da war er jedenfalls zuständig für uns. War ein angenehmer Mensch und da musste die Protokolle, es durfte ja nicht jeder rein. Ne? Tankstelle, Traktor bedanken und dann fuhr da mit und da haben wir dann die einzelnen Stellen angefahren, die die Milch bekommen sollten. Und da sind wir zum ersten Mal direkt mit den Häftlingen in Berührung gekommen. Da wurde also rangefahren und da wurden die Milchkannen auf die Rampe geladen und reingeschleppt. Und da mittendrin der Amerikaner mit entsicherten Maschinengewehren. Wir wissen überhaupt damit nichts anzufangen. Ja. So, bis uns der Amerikaner aufgeklärt hat darüber, warum das alles. Die Leute hatten das Essen verlernen müssen. Und die Organe der Magen hauptsächlich waren so von ihrer Wirkung, dass die konnten einfach nicht mehr essen und mit ein bisschen Gefühl wollten die Amerikaner nun die wieder ans Essen gewöhnen. Und da sollten die also mit der Schluck Milch am Tage so langsam hochgefüttert werden. Und da habe ich erlebt, dass also die Häftlinge, was hier auch verständlich ist, die haben gehungert und hier steht was zu essen da und sie dürfen es nicht anrühren. Und der Amerikaner hat gesagt, dürfen die nicht. Und eine Kanne, die stand an der Seite, die war schon entleert. Und ein Häftling erwischte die Kanne und stürzte sie und trank den Schluck aus der Milch, was noch zusammengelaufen war. Da sagte er mir, Kamerad, morgen tot. Am nächsten Tag kam er hin und sagte, Kamerad tot. Aber also wirklich gestorben? Ja, der Schluck war schon zu viel, dass der Magen hätte das verarbeiten können. Ne? Und so wurde das uns also an allen anderen Punkten, wo wir dann waren, ähnlich erklärt. Und im ersten Tag haben wir das nicht begriffen. Das war so gewaltig, dass wir also dann auf der Heimfahrt und auch zu Hause erst einmal angefangen haben, das mal sortiert und uns mit dem Vater darüber unterhalten. Und ja, jedenfalls beim übernächsten Mal, da durfte man dann schon auch einmal ein paar Schritte alleine gehen. Also, und da waren wir also auch im Krematorium. Hat man Sie, weil so habe ich das gelesen, hat man Sie da so einfach gelassen? Weil es soll ja wohl so gewesen sein, dass die Amerikaner das gar nicht wollten, dass sie als Kinder dieses Grauen so unmittelbar erleben. Aber Ihr Vater wollte das ja. Mein Vater wollte das. Und da bin ich ihm heute noch dankbar, dass man nämlich das mal, was wirklich der Mensch zu allerletzt machen soll, nämlich der anderen umbringen. So, und da hat es jedenfalls, bei uns war Amerikaner mit, da hat uns begleitet. Und der Amerikaner hat also meine Schwester dann in den offenen, so mit dem Oberkörper dort rein, und um mal zu demonstrieren, was hier passiert ist.
Das war trotzdem noch so nicht fassbar, dass jetzt da drin ein Mensch verbrannt werden soll. Menschen wurden begraben bei uns hier, aber nicht verbrannt. Und das war also auch eine ganz neue Art, die bei uns kein Mensch kannte. Also Urnenbegräbnisse gab es so gut wie überhaupt nicht hier bei uns im Dorf. So, jetzt wurde nun anschließend mit den Amerikanern noch darüber diskutiert. Und die Häftlinge selber, nicht ein Satz über das, was sie erlebt haben und das, wie lange sie hier waren. Die waren gewöhnt, still zu sein. Und der Moment, wo sie sich denken dürfen, das haben die gar nicht erfasst. Die waren so eingetrimmt, dass sie also weiterhin still gewesen sind. Und wir versuchten uns natürlich mit den Leuten mal ein bisschen zu unterhalten, was immer schiefgegangen ist. Bis dann bei zwei Beispiele noch unter den Häftlingen, die also in Massen um die Fuhre mit den Kannen rundherum standen, da waren noch welche, die auffällig für uns Kinder waren. Zum Beispiel ein Kind, wo das halbe Gesicht weg war. Ja, da waren wir natürlich dran. Erzählt uns mal, was ist denn hier passiert. Und da hat einer von den Kapos, sie nannten sich die Vorarbeiter, dem Kind mit der Schaufel das Gesicht abgeschlagen. So. Und ein anderer, da war der Arm nicht so, sondern der Arm war so. Was ist mit dem passiert? Der ist beim Arbeiten gestürzt, hat den Arm gebrochen und dann hat niemand mehr dran gemacht, da ist er eben so rum dran gewachsen, von selber. Das waren erst einmal Dinge, die wir überhaupt nicht begreifen konnten, dass ein Mensch sowas machen kann und. Und da haben wir dann aber viele Stunden dann mit dem Vater das alles durchgesprochen. Und wie gesagt, wir waren damals dankbar, noch heute noch, dass er uns also unverblümt mit reingenommen in die Zeitgeschichte. Das war's. Gell? Und nachdem wir also später dann auch eine gewisse Freiheit hatten, sind wir mit den Herrn Krause auch immer so die Sache abgegangen und da hat uns also Dinge gezeigt. Ob die jeder hat zu sehen gekriegt, weiß ich nicht. Die Verlängerung vom Eingangstor, das sind ja die Folterzellen. Ich glaube in der ersten, in der zweiten war der Pfarrer Schneider eingesperrt. Ja. Und die anderen, das weiß ich nicht mehr dahin. Und ganz weit hinten war ein Labor. Das war eine Einrichtung, wo Ärzte Versuche an Häftlingen machten. Zum Beispiel, welche Wirkung es hat, wenn in den Adern Wasser eingespritzt wird. Das hat er uns alles erzählt. Und das war also nicht aufgeräumt, das lag alles nicht, da lagen die Spritzen noch da und so. Das war aber erst einmal, das waren mal bloß Gegenstände für uns, bis wir dann einmal begriffen hatten, das war ja eigentlich dafür da, die Menschen tot zu machen. Das war also unverschämt, aber naja, es war so. Wie haben Sie überhaupt, wenn Sie jetzt dort in dem Lagergelände waren, wie muss man sich das vorstellen? Sind dort die Häftlinge, die ja jetzt befreit waren, die im Prinzip dann im Laufe der Zeit wieder zurückgekehrt sind in ihre Länder, wie haben die sich dort bewegt, gesessen, was haben die getan und vor allen Dingen hat man da auch noch andere Sachen, also Leichen und solche Sachen waren ja wahrscheinlich da schon weggeräumt. Das, was man im Fernsehen so sieht, diese Leichenberge mit Wagen, das war ja sicherlich weg. Aber was hat man so gesehen? Im Krematoriumshof habe ich noch welche gesehen. Aber das waren nicht viele. Die hatten schon gesorgt, dass das... Es haben ja genug rumgelegen. Es sind ja viele noch in den elektrischen Zaun reingesprungen, weil sie das einfach nicht mehr ertragen konnten. Und
waren Sie mal unten im Keller von dem Krematorium. Der große Haken an der Wand. Das sind wahrscheinlich dann, wenn welche nicht ganz tot waren, noch aufgehängt worden damit. Naja, da sind wir jedenfalls mit dem Herrn Krause, der hat gesagt, geht mit mir. Die Häftlinge waren also fast immer in der Baracke. Also nicht, dass sie ausgeschwärmt wären. So. Es waren immer welche, die unterwegs waren, aber so, der Amerikaner wollte die Übersicht behalten. Ja, nicht, dass jeden war durcheinander. Das war ja verständlich. Ja. So, also die Häftlinge selber wussten ja mit der Tatsache auch nicht anzufangen. Wenn ich jetzt raus darf, wo gehe ich denn hin? Manche wussten nicht mehr, wo sie her waren. Wo soll ich denn jetzt hin? Und da ist das eine Buch, was ich hier habe, eine ganz große Diskussion entstanden, weil sie da erst die Kinder unterbringen wollten. Wir wollten versuchen, die Kinder, irgendwelche Familien und die Freunde, die Alliierten, haben sich durchweg geweigert, Kinder anzunehmen. Bis dann irgendjemand gesagt hat, ab einem bestimmten Alter nehmen wir die, und da wurden die alle mit anderen Geburtsurkunden ausgestattet. Und die Schweiz fing an und nahm die ersten Kinder mit. Und dann im Laufe der Zeit haben die anderen Länder dann noch nachgezogen. Und der bekannteste ist der Stefan Hirschi-Zweig, bekannt aus dem Buch Nackt unter Wölfen, der im Koffer von seinem Vater ins Lager geschmuggelt wurde. Und mit Hilfe der Häftlinge behütet, großgezogen, fast immer im Drainagerohr. Sich versteckt hat. Versteckt wurde. Ja. Und die SS hat dann irgendwann einmal durch Spionage rausgekriegt, dass das Kind vorhanden war. Sie sind aber nicht habhaft geworden. Da haben manche ihr Leben gelassen dafür, dass sie es nicht verraten haben. Die wurden dann einfach erschossen. Aber das Kind hat es überlebt. Und da war ein Franzose, der hat dann gesagt, ich nehme dich mit. Und er ist dann in Frankreich ausgebildet worden als Kameramann und ist dann später hierher gekommen zur DEFA nach Berlin und hat hier noch ein paar Jahre, ist aber dann wieder zurück nach Frankreich. Weiter weiß ich über den Jungen nichts mehr. Da ist es. Wie verarbeitet man, ich meine, man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, Sie waren ja wirklich ein Kind. Wie verarbeitet man diese Eindrücke? Wie haben Sie die verarbeitet? Sie haben sicherlich unmittelbar mit Ihrer älteren Schwester darüber gesprochen. Und begleitet einen das auch ein Leben lang? Also hat man da vielleicht auch mal Albträume oder wachen Sie heute noch auf? Können Sie sich an sowas erinnern, an solche schrecklichen Sachen? Nee, da bin ich zum Glück durch. Aber in der Zeit damals schon. Ja. Und vor allen Dingen dann, weil meine Mutter gestorben ist, 1945. Also in diesem Jahr praktisch. Und meine Schwester und ich als Kinder alleine waren, weil mein Vater durch die Landwirtschaft so beschäftigt war, dass er eigentlich für uns wenig oder überhaupt keine Zeit hatte. So, und dann haben wir nicht angefangen. Ne. Aber das einmal zu reden. Ach, wenn wir dann gleich auch mit tot gewesen wären und so wie das. Ja. So, wo meine Mutter dann im September gestorben ist, 1945, da sind wir jeden Tag auf den Friedhof gegangen und haben auch über das Erlebte gesprochen. Und da haben wir auch gesagt, wenn wir doch gleich mitgestorben, da war wenigstens Ruhe gewesen. Das hat uns schon beschäftigt. Aber die Schule fing dann im Herbst wieder an und wir hatten Nachholbedarf. In der Kriegszeit waren viele
Aussiedler, Umsiedler. Unser einziger Lehrer, den wir hatten, hatte zeitweilig bis zu 90 Kinder in 8 Klassenstufen. Und unser Stand, also unser Intelligenzstand war sehr niedrig und wir waren gewillt, auch mal ein bisschen nachzuholen. Aber naja, viel geschafft haben wir nicht. Die Voraussetzungen waren überhaupt nicht. Wir hatten keine Lehrbücher, wir hatten nichts. Ja. Und die Amerikaner, die gingen das 1. Juni oder 1. Juli gingen die ab, überließen dann also praktisch hier unsere Gegend dem Russen und die machten dann in der Rhön und etablierten sich dort, nahmen alle, die noch im Buchenwald waren, unter die Nazis, die unter den Amerikanern dann gefangen genommen waren, die nahmen die Amerikaner alle mit, auch unter den höchsten NSDAP-Mann hier aus Liebstedt. Gell. Auch die Ilse Koch, die Frau vom Kommandanten. Und später mal haben wir dann das und jenes zu hören bekommen, wo wir uns dann gar nicht mehr zurechtgefunden hatten. Denn diejenigen, die das hier alles kaputt gemacht hatten, die wurden noch befähigt, ein gutes Leben zu führen da drüben.